46 Meter lang, 9250 PS stark und 25 Knoten schnell. Die Hermann Marwede ist ein besonderes Schiff. Aber der größte Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger definiert sich nicht allein über technische Daten. Vielmehr macht die Verbindung aus einem sehr besonderen Einsatzgebiet, den daraus resultierenden Anforderungen und der ständigen Einsatzbereitschaft ihrer Besatzung die Hermann Marwede zu einer der leistungsfähigsten Seenotrettungseinheiten der Welt. Cuxhaven an einem Dienstag. Einmal pro Woche steuert die Hermann Marwede das Festland an. Dort nimmt sie Proviant und Brennstoff auf und ein Teil der Crew wechselt. Vormann an Bord ist Thilo Heinze. Er plant bereits die bald beginnende Rückfahrt zum Stationshafen Helgoland. Wie bei vielen Situationen spielen Wind und Gezeiten eine große Rolle. Heute haben wir einen Tag erwischt, wo wir mit dem Strom herfahren und dann auch mit dem Strom wieder zurückfahren, wenn wir unsere Zeiten so einigermaßen einhalten. Das spart Zeit und Energie. Und manche Tage kommt es eben, da hat man den Wind und den Strom gegen sich. Und gerade so die letzten 18 Meilen von der Rede bis nach Helgoland, die können auch richtig unangenehm werden. Seit mehr als 25 Jahren ist Thilo Heinze Seenotretter, engagiert sich in seiner Freizeit zudem aktiv als Freiwilliger auf der DGZRS-Station Gelting. Als erster Vormann der Hermann Marwede trägt der Schleswig-Holsteiner gleichermaßen die Verantwortung für Schiff und Besatzung, die rund um die Uhr an jedem Tag im Jahr einsatzbereit ist. Zwischen 5 und 8 Mann Besatzung fahren wir immer, haben eine Stammbesatzung von 16 Mann. Und auch die Herausforderung, mit so vielen Leuten umzugehen, ist für mich auch schon was Besonderes. Besonders sind auch Planung und Bau von SK-29, wie die Hermann Marwede bis zu ihrer Taufe bezeichnet wird. Im Jahr 2000 beginnt die Entwicklung des größten Seenotrettungskreuzers in der Geschichte der DGZRS. Handeln, bevor etwas passiert, sagen auch die Vormänner der Seenotkreuzer in Nord- und Ostsee, die hier in der Zentrale in Bremen zusammengekommen sind. Auf die unschätzbaren Erfahrungen aus der seemännischen Praxis dieser Männer darf und will man nicht verzichten. Nach einer intensiven Erprobung im Modell beginnen die Arbeiten mit 130 Tonnen Aluminium. In der bei der DGZRS bewährten Netzspantenbauweise nimmt SK-29 Form an. Dabei entsteht der Rumpf in 2 zunächst voneinander getrennten Sektionen, die später zu einem Ganzen zusammengesetzt werden. Anschließend wird das ebenfalls separat gebaute Deckshaus aufgesetzt und der umfangreiche Innenausbau beginnt. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit steht am 27. Juni 2003 ein großer Tag für SK-29 an. Vera Kaiser, die Enkelin des Bremer Kaufmanns und Förderers der DGZRS Hermann Marwede, tauft den Seenotrettungskreuzer auf den Namen ihres Großvaters. SAR, Search and Rescue, Suche und Rettung unter dem Hansekreuz. Das ist die vornehmliche Aufgabe dieser Männer, die mit dem nun zu taufenden Schiff ein weiteres Instrument in die Hand bekommen, Menschenleben zu retten. Auch 20 Jahre später laufen die 3 kräftigen Herzen der Hermann Marwede wie Uhrwerke. Die Hauptmaschine und 2 Seitenmaschinen sind verteilt auf gleich 2 Maschinenräume, eine weitere Besonderheit des 46 Meter langen Schiffes. An einem Ende des für Laien undurchschaubaren, silbrig glänzenden Dickichts liegt der Arbeitsplatz von Maschinist Cedric Siech. Vom abgeschirmten Maschinenkontrollraum aus kann er die Antriebseinheiten überwachen. Dass viele Geräte doppelt vorhanden sind, hat einen guten Grund. Da haben wir eine Redundanz, dass wir mit beiden Maschinenräumen wirklich Strom erzeugen können und fahren können. Ja, der Vorteil ist, egal was mit welchem Maschinenraum passieren könnte, sind wir immer noch einsatzklar. Wir können immer noch das Schiff manövrieren und von A nach B fahren. Genau das tut die Hermann Marwede nun. Sie verlässt den Versorgungsliegeplatz in Cuxhaven und nimmt Kurs auf ihre Station. Das Schiff lässt die bekannte Kugelbarke hinter sich und steuert durch die breite Außenelbe immer weiter raus auf die offene See. Das Wetter in dieser Region kann schnell umschlagen. Aktuell ist es nicht gerade ideal. Die Wetterlage ist scheinbar mit Gewitter und Hagel. Der Wind ist jetzt, oben haben wir, gerade eben waren eine 7er, jetzt sind 6 Beaufort von vorne. Die Wellen werden sich außerhalb der Elbe nachher im tiefen Wasser mehr aufbauen, haben sie mehr Wassertiefe und mehr Länge.
Kabbelige Bedingungen, aber kein Hindernis für die Hermann Marwede. Gute 30 Seemeilen, rund 57 Kilometer beträgt die Entfernung nach Helgoland. Keine andere der 55 Stationen der DGZRS liegt so weit draußen auf See. Die Hermann Marwede sichert das berüchtigte nasse Dreieck, die Mündungsgebiete von Jade, Weser und Elbe sowie die weitere Deutsche Bucht. Hier kommen einige der weltweit verkehrsreichsten Schiffsrouten zusammen. Entsprechend haben es die Helgoländer Seenotretter häufiger mit Groß- und Berufsschifffahrt zu tun und Großschadenslagen sind hier wahrscheinlicher als anderswo. Dies ist der Hauptgrund für die umfangreichen Dimensionen des Seenotrettungskreuzers. Ein 72 Quadratmeter großer Mehrzweckraum ermöglicht es, viele Schiffbrüchige gleichzeitig zu versorgen. Auch spezielle Ausrüstung und zusätzliches Personal wie etwa Feuerwehrleute können so transportiert werden und sich an Bord auf ihren Einsatz vorbereiten. Um Verletzte zu versorgen, gibt es ein umfangreich ausgestattetes Bordhospital. Es ist vergleichbar mit der Ausstattung eines Rettungswagens an Land, aber deutlich geräumiger als auf kleineren DGZRS-Einheiten. Wir können hier Infektionstransporte durchführen. Dafür haben wir eine separate Zuluftanlage und Abluftanlage. Wir sind materialtechnisch deutlich mehr aufgestellt. Wir haben allein hier im Hospital 3 Behandlungsplätze. Natürlich hier einmal die Liege, hier vorne und hier unten. Zusätzlich haben wir nicht nur im Hospital, auch im SAR-Deck überall Sauerstoffanschlüsse, dass wir da auch immer medizinisch betreuen können und leicht verletzte Patienten dort beherbergen können. Rund 600 Einsätze für Seeleute, Fischer, Passagiere und Wassersportler hat die Hermann Marwede seit ihrer Indienststellung absolviert. Und der nächste kann jederzeit beginnen. Training ist daher immens wichtig, um stets für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Deshalb übt die Crew häufig, das Tochterboot Verena auszusetzen. Das mehr als 30 Knoten, also rund 60 km/h schnelle und knapp 9 Meter lange Boot kann eigenständig und vollständig losgelöst von der Hermann Marwede operieren. Verena kommt überall dort zum Einsatz, wo das Wasser flach ist und wenn es darum geht, auf kleinere Schiffe und Boote überzusetzen, Menschen von dort oder direkt aus dem Wasser abzubergen. Ole Diekmann fährt bei der anstehenden Übung das Tochterboot. Er ist seit 2 Jahren im Dienst, also noch verhältnismäßig frisch an Bord und nutzt jede Gelegenheit zum Trainieren. Gerade Kollegen, die jetzt neu an Bord kommen, macht natürlich Sinn, wenn die das öfters üben, dass sich so eine bestimmte Bewegungsmuster einmal eingeschliffen haben. Aber selbst wenn man länger an Bord ist, macht das auch Sinn, das mehrfach pro Turn auf jeden Fall zu üben, dass wenn das mal irgendwie nachts passiert oder im Dunkeln passiert oder im Stress passiert, dass man sozusagen eine gute Grundlage hat, auf die man zurückfallen kann, wenn es mal unübersichtlicher ist. Nachdem Verena erfolgreich wieder in die Heckwanne der Hermann Marwede aufgeholt wurde, setzt der Seenotrettungskreuzer die Fahrt fort. Je nach Wetterlage und Fahrweise dauert die Reise von Cuxhaven nach Helgoland zwischen 1,5 und 3 Stunden. Der Seenotrettungskreuzer macht im Südhafen fest. Der kleine Inselort liegt zwar direkt vor ihren Nasen, doch die berufliche Heimat für die Besatzung ist das Schiff. Die 5 bis 8 Köpfe starke Crew arbeitet, wohnt, isst und schläft 14 Tage lang rund um die Uhr gemeinsam auf der Hermann Marwede in ständiger Einsatzbereitschaft, aber mit professioneller Gelassenheit. Wenn man hier an Bord ist in den 14 Tagen, natürlich schläft man nicht so zwingend wie zu Hause, diesen festen Schlaf. Es hat immer ein bisschen leichteren Schlaf, weil es ja zu jeder Zeit halt auch losgehen kann. Aber so eine massive Grundanspannung oder was, die ist nicht da. Nein, nein. Im Mai 2023 kann die Crew zumindest einsatztechnisch wenige Tage entspannen. Da gastiert die Hermann Marwede nach längerer Zeit einmal wieder beim Hamburger Hafengeburtstag. Das Schiff zeigt sich bei den Ein- und Auslaufparaden und öffnet seine Schotten zur Besichtigung für viele Gäste. Der Kontakt schafft gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Nur durch die Unterstützung vieler Menschen aus dem ganzen Land ist die rein spendenfinanzierte Arbeit der Seenotretter überhaupt möglich. Dementsprechend ist natürlich so eine Gelegenheit wie der Hafengeburtstag unglaublich wichtig für uns, uns zu präsentieren, uns ins Gedächtnis zu rufen, zu zeigen, wer wir sind, was wir tun, unsere Aufgaben darstellen. Die Hermann Marwede ist 20 Jahre alt. Dementsprechend musste man natürlich auch im Laufe der Zeit immer wieder Technik austauschen, verbessern, erneuern, anpassen an die Situation. Das geht nur mit freiwilligen Zuwendungen. Zurück auf Helgoland einige Wochen später. Die Hermann Marwede unternimmt eine Kontrollfahrt rund um die Insel, vorbei am berühmten Felsen Lange Anna.
Diese Fahrten dienen nicht nur der Erprobung der anspruchsvollen Technik, sondern die Seenotretter müssen in ihrem Arbeitsumfeld auch immer auf dem neuesten Stand sein. Der ständige Gezeitenstrom und stürmische Winde verändern das Bild der Nordsee stellenweise beinahe täglich. Insofern machen wir eine Revierkontrollfahrt, um zu gucken, wie und wo sich was verändert hat. Also müssen wir stets und ständig uns im Revier aktuell halten. Rund 120.000 Seemeilen hat die Hermann Marwede in ihrer nun 20-jährigen Dienstzeit zurückgelegt. Das entspricht 5,5 Erdumrundungen. Wie die meisten Fahrten endet auch die heutige im Helgoländer Südhafen. Doch wie schnell der Seenotrettungskreuzer ihn wieder verlässt, ist wie immer ungewiss. Unverhofft kommt oft. Es ist tatsächlich so, dass wir manchmal gerade erst fest haben und am Tisch an der Back sitzen und Abendbrot machen wollen und es geht los. Welche Art Notruf es auch sein mag, der die Besatzung der Hermann Marwede in den nächsten Einsatz ruft, wie stets in den bisherigen 20 Jahren wird die Crew auf ihren Posten sein, um dann genauso selbstverständlich und knapp mit „Wir kommen" zu antworten. Bei jedem Wetter, rund um die Uhr und oft in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der DGZRS. Denn so einzigartig wie die Hermann Marwede in der Rettungsflotte ist, so bleibt das bewährte Schiff letztlich ein Glied in der dichten Kette der 55 Stationen zwischen Borkum und Ueckermünde, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: Menschen aus Seenot retten.